Also heute, das ist hier was ganz, ganz Außergewöhnliches. Das ist ein Mercedes 220, ganz einfach nur 220 Limousine aus dem Baujahr 1953. Der Wagen ist bei der IAA 1951 präsentiert worden und das ist die erste taugliche Nachkriegskonstruktion von Mercedes. Vorher hat es ja den Vierzylinder mit dem 170S gegeben. Das war eine Vorkriegsmaschine, war ein bisschen nervig, hatte nur 45 PS. Das ist die erste Sechszylindermaschine mit 80 PS. Und das Auto befindet sich hier wirklich im fabrikneuen Zustand. Sowas habe ich in meinen 35 Jahren noch nie gesehen. Der ist für ein Vermögen restauriert worden. Es ist alles neu. Und das Tollste an dem Auto ist, es ist alles so gemacht worden, wie es original gehört. Normalerweise steckt man so ein Geld in Cabrio oder in meinetwegen noch in Coupé oder in sehr teure Autos. Aber eine 220 Limousine, das habe ich noch nie gehört. Die Restaurierungskosten für das Auto betragen über 170.000 Euro. Muss man sich mal vorstellen. Und wie ich jetzt gerade merke, wie der Wagen fährt, fährt sich wie ein neues Auto. Das ist ja ein neues Auto. Also ein Auto kann man nirgends kaufen. Da fahren wir schon 100. Das Ding läuft richtig klasse. Also das begeistert mich ja vollkommen. Das ist ein Auto, was es im Straßenverkehr überhaupt nicht mehr gibt. Es sind davon 16.000 Exemplare gebaut worden. Und es sind ja damals im Winter gefahren worden und hergenommen worden. Das war so ein richtiges Arbeitspferd in den 50er Jahren. Aber dann sind die alle verrostet, sind bis zum bitteren Ende zu Ende gebraucht worden, aufgefahren worden. Und dann standen sie alle auf den Schrottplätzen. Aber dass sich dann nochmal so ein Auto findet, und von so einer Qualität, also ich hatte schon einige 220er, aber die waren dann meistens nicht so richtig liebevoll restauriert, weil so ein Wagen ist ja sehr, sehr aufwendig produziert worden. Das heißt also sehr hochwertig auch. Und es hat sich nie gelohnt, so viel Geld in so ein Auto zu stecken. Deswegen gibt es keine mehr von den Autos. Aber der hier, das ist ja einmalig sensationell. Also das ist eine Rarität. Ihr wisst ja, Cargold steht immer für Raritäten. So Autos werden uns natürlich dann noch angeboten. Der Wagen ist hier sensationell. Also wie der fährt, das ganze Auto ist wie ein Neuwagen und das spürt man beim Fahren. Der rauscht ja richtig los hier. Ein tolles Auto. Also hier mal die ganzen Armaturen, das ist das originale Radio, neuwertig. Die Instrumente, Armaturen von VDO, neuwertig. Hier das Kombi-Mittelinstrument, Temperatur, Tank, Öl, neuwertig. Diese große, schöne Uhr, alles wie neu. Das gesamte Armaturenbrett hier oben, das ist aus Holz neu. Also sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß ja, was eine Restaurierung kostet. Das rechnet sich normalerweise bei so einem Auto nicht. Übrigens das Lenkrad hier auch neu. Hier sind die Blinker übrigens links und rechts. Also ein total tolles Auto. Also der fährt ja wirklich einmalig und dann hat er diese tolle Farbe. Wir fahren gleich mal einen Berg hoch hier vorne. Dann zeige ich euch das mal, wie das so drumherum aussieht. Dieser Wagen hat eigentlich das modernste oder das beste Triebwerk, was Mercedes gebaut hat. Diese Maschine ist 40 Jahre lang gebaut worden, bis zum 280 GE. Der Motor hieß M180 und ist ein Auto, also eine Maschine, die mit das erfolgreichste war, was Mercedes gebracht hat. Wie gesagt, über 40 Jahre lang hat man den gebaut. Ziemlich steil, wie wir gerade hochfahren. Unser Sechszylinder packt das. Merkst du das, Paul? Der fährt richtig schön hier hoch. Man merkt, es ist eine moderne Konstruktion. Maschine läuft klasse. Übrigens auch bei diesem Auto, die gesamte Technik ist neu. Wir haben das alles belegt. Das ist hier in Deutschland gemacht worden. Der Wagen hat eine Qualität, die ist wirklich fantastisch. Habe sowas noch nie gesehen. Ich kenne das zwar, wenn man ein 220a Cabrio restauriert oder ein 220a Coupé, die waren ja sehr selten, da gab es noch 80 Autos von. Aber so ein Wagen hier, 220 Limousine mit 6 Zylindern, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. In der Qualität, sowas kenne ich nicht. Also was wir eben schon mal gemerkt haben bei diesen 2 Kilometern oder 3 Kilometern, es funktioniert wirklich alles an dem Auto und er ist wirklich neuwertig. Das habe ich in 35 Jahren bei so einem Auto noch nie erlebt. Ich habe das ein oder andere Mal in der Zeit einen ganz originalen Wagen verkauft.
Aber eine 220 Limousine, sowas kriegt man ja gar nicht. Und dann auch in der Qualität hier. Also ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar einer der einzigen überhaupt auf der Welt ist, die es überhaupt gibt. Jetzt halten wir mal an, jetzt erkläre ich euch mal so ein bisschen. Also hier, er hat ja Lenkradschaltung, der Wagen. So, das geht ganz eins, das ist der Einser vorne, da fährt man an. Nee, das war der dritte, war falsch. Das ist der erste Gang. Das ist der erste Gang, geht hier ein bisschen hoch. Wenn man ranzieht und nach oben ist der Rückwärtsgang. Ich fahre hier mal auf die Wiese, weil da steht der wirklich besser. Also auch die Lenkradschaltung, funktioniert alles astrein. Ich bin ihn eben geschalten, ich habe gebremst. Der hat übrigens schon die ganz moderne Duplex-Bremse, das merkt man. Bei diesen ganzen Vorkriegswegen ist es immer ein bisschen schwierig mit der Bremserei. Der bremst richtig gut. Was er nicht hat, ist eine Servolenkung. Aber gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. So schwer ist der nicht. Der Wagen wiegt übrigens 1350 Kilo. Verhältnismäßig wenig mit einer 6-Zylinder-Maschine. Aber er fährt sich sehr, sehr handlich. Also das Gefühl, was man hier hat, wenn man in dem Auto sitzt, Paul, zeigst du das vielleicht nochmal, ist einfach toll. Dieses vollkommen neuwertige Armaturenbrett aus Holz, das ist alles dermaßen perfekt verarbeitet. Schaut euch das mal an hier oben. Die ganzen, also so ist das mal gebaut worden. Nur meist ist das nach 60 Jahren vergammelt, angegeben, hat keiner mehr richtig gemacht. Jetzt schau mal hier oben, nee, das waren die Scheibenwischer. Ist ja niedlich, diese alten Scheibenwischer. Man geregnet hat es ja damals auch schon stark. Das war natürlich ein bisschen dünn bemessen, hat aber funktioniert. Dann hier oben gibt es einen extra Chromschalter für Licht. Finde ich voll klasse. Dieses riesige Licht hier oben musste man ziehen. So, hier sind die Heizungshebel hoch und runter. Hier kalt, warm, hat er auch alles, Heizung in der Mitte. Wenn er mal hier im Fußraum schaut, das ist alles original die Gummimatten, die seinerzeit dieses Auto hatte. So ist er ausgeliefert worden. Und wenn man sich dann mal die Polster anguckt, also einmal sitzt man hier wie auf Omas Sofa, aber alles neu. Das Auto riecht auch neu. Auch dieser Dachhimmel hier, das ist auch alles neu. Also das gesamte Auto ist ein Neuwagen. Finde ich absolut, also es begeistert mich. Begeistert mich wirklich. Jetzt schau mal kurz vorne, ob die Lampe funktioniert hat. Die müsste ja auch gehen. Ich drehe das mal rum. Jetzt ist er an. Also der große Mittelschalter in der Mitte, das ist Licht. Man verwechselt hier immer so ein bisschen die ganzen Chromschalterchen, weil die alle sehr, sehr ähnlich aussehen. Aber das ist auf jeden Fall das Licht. Auch wenn er mal hier guckt, das Radio, das ist ja von einer Qualität, das aus dem Jahr 1953, funktioniert alles neu. Hier oben seht ihr den Aschenbecher. Damals hat man ja geraucht, das war ja super schick in den 50er Jahren. Das müsste hier, weiß ich nicht, was das ist, müssen wir noch mal gucken. Und hier ist der Zigarettenanzünder, auch da. Alles in Chrom, alles ganz schick und ganz edel. Vielleicht noch mal hier ganz vorne ist das Handschuhfach. Da könnt ihr auch sehen, das müsste man noch mal sauber machen ein bisschen, aber da könnt ihr auch sehen, es ist alles neu. Also alles neu in der Originalfarbe aufgearbeitet, wie es sich gehört. So, wollen wir mal ausmachen? Ja, ne? So. Das Auto hat noch die Selbstmördertüren, die gehen nach vorne auf, muss man mal ein bisschen vorsichtig sein. Ist ja nachher geändert worden. Also das hier, das ist wirklich ein Auto, das begeistert mich nicht nur, das ist eine wirkliche Rarität. Ich habe noch nie einen Mercedes 220 gesehen in dem Zustand. Also zu allem, was ich euch eben gesagt habe, gibt es auch die komplette Aktenlage. Das Auto hat einen originalen Pappdeckelbrief. Den könnt ihr hier sehen, wo man genau nachvollziehen kann, wo der Wagen mal gelaufen ist. War Erstzulassung in Nürnberg, dann in Forchheim. Ist auch der alte Brief noch da. Das heißt, das ist eine deutsche Erstauslieferung, war immer ein deutsches Auto. Dann hat der Wagen ein komplettes Gutachten, wo alles genau festgehalten wird, was wirklich gemacht wurde an dem Auto. Und auch dieses Gutachten bestätigt diesen einmaligen Zustand und bestätigt dem Auto vor allen Dingen, dass wenn man das Auto, wenn das ein Verlust ist, wenn man den in den Zustand wieder verbringen möchte, das kostet 190.000 €. Das haben wir schriftlich. Und in dem Fall haben wir eine Aufzeichnung vom Eigentümer, der das Auto jetzt länger besessen und restauriert hat. Er hat über 170.000 € dafür bezahlt, das Auto in die Qualität zu bringen. Und wenn man sich das mal genau anguckt hier, also man hat auf jedes Detail geachtet. Hier vorne, das sind ja normalerweise, das ist ein sehr schönes Designelement. Eigentlich beim A-Cabriolet, beim 220a sind da die Blinker drin. Das ist hier nicht der Fall, der hat die Blinker noch an der Tür hier hinten. Könnt ihr hier vorne sehen, die klappen dann so aus, die Blinker. Das sind die Blinker, ist also noch eine frühe Ausführung. Dann sind die Felgen, also wenn ihr euch mal die lackierten Felgen mit den Radkappen, genau so ist er gebaut worden und ausgeliefert worden. Man hat es identisch, authentisch wieder gemacht, wie es war.
Dann dieser schöne große Grill, auch wirklich neuwertig. Auch hier vorne das Logo von Mercedes. So ist es richtig. Also oft, wenn die Autos in Polen gemacht werden, dann sieht das irgendwie anders aus dem Teilehandel. Hier sind nur Originalteile verwendet worden. Dann hier die Nebellampen in Gelb. Hier sind die großen Bosch-Lampen. Die hat er, wie gesagt, logischerweise auch alles neu. Ja, so ist das gesamte Fahrzeug. Also das sage ich ja normalerweise nicht, aber hier trifft es wirklich zu. Stellt euch vor, ihr steht 1953 im Verkaufsraum und möchtet euch so einen Mercedes kaufen. Ist vergleichbar gewesen mit der E-Klasse. Das ist ein Neuwagen. Also das Auto ist gerade mal eingefahren und der ist in jedem Detail dermaßen perfekt neu aufgebaut, dass man hier wirklich von einem neuen Auto sprechen kann. Und ich kann euch sagen, wenn ihr 100 220a Cabrios findet, findet ihr eine Limousine, aber die ist dann auf keinen Fall in diesem Zustand. Also ich habe in 35 Jahren noch nie gesehen, dass so ein Auto in so eine Qualität gebracht wird. Also das ist unglaublich. Ich sag mal, wenn es dann um den Preis geht, wie gesagt, der Besitzer weiß ja, dass er das auch nicht wiederbekommt, was er investiert hat. Es ist aber gemacht worden. Da müssen wir uns hier einfach unterhalten. Also ich bin ganz sicher, dass es für dieses Auto ganz, ganz viele Liebhaber gibt. Ich glaube, dass der weltweit fast einmalig ist. Es sei denn, irgendwo steht in irgendeiner Ecke noch ein völlig originales Auto. Aber das alles gemacht an dem Wagen. Das merkt man auch, wie der fährt, wie der bremst, wie der um die Kurven fährt, wie die Maschine läuft. Neuwertig. Wirklich einmalig. Und was ich dann natürlich schön finde, er ist eben nicht in beige, das hat man gar mal gemacht, oder in rot oder weiß ich nicht was. Der ist in schwarz mit Graustoff. Das sieht natürlich edel aus. Passt bei dem Auto, meine ich, mit am besten. Ist, glaube ich, die schönste Konfiguration. Ich habe jetzt aber nicht geguckt, ob er so zur Welt gekommen ist, aber ich glaube, das ist auch nicht wichtig. Also wenn der jetzt weiß zur Welt gekommen ist oder so, dann würde ich den trotzdem schwarz lackiert haben. Was ich übrigens auch toll finde bei dem Auto, er hat dieses riesige Reserverad hinten, das haben nicht alle. Er hat sich das besorgt. Das ist diese Reserveradspinne, das ist ein sehr, sehr teures Extra. Das ist aufgeschraubt hinten auf den Kofferraumdeckel. Hat er auch. Ist auch neuwertig, ist auch genau ausgerichtet. Hier alles, also wirklich einmalig gut. Derjenige hat auch darauf geachtet, dass er die richtigen Reifen von Michelin hat. Das hat er auch. Also man hat da wirklich aufs Detail geachtet. Das ist nicht üblich bei solchen Limousinen. Die sind immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Es gab ja nicht so viel Geld dafür. Mit dem Ergebnis, dass die echte Rarität ist heute das hier. Kein 220a Cabrio. Sowas gibt es gar nicht. Ja, ja. Da müssen Sie bei YouTube Cargold eingeben. Mit C, ja, dann steht da vorne auch, glaube ich, ja, ja. Also der Wagen fällt wirklich auf, es begeistert die Leute. Wanderer bleiben stehen, lassen sich fotografieren. So ein Auto gibt es ja gar nicht mehr. Ist aus den 50er Jahren und wie neu, sowas sieht man nicht mehr im Straßenbild. Das ist einmalig. Das ist Geschichte, ja? Ja, ja, der ist aber wie neu. Also das gibt es eigentlich gar nicht. Also es ist Autos von 1953. Nee, der ist im Zustand 1. Der ist wirklich 1, ja. Das Auto hat damals neu gekostet 11.925 D-Mark. Das war ein Haufen Geld. Das war genau dreimal so viel, wie ein VW damals gekostet hat. Damals gekostet 4.150. Der hat das Dreifache gekostet. War also wirklich außer. Gab es damals 3 Käfer dafür. Ja, jetzt fahren wir mal Richtung Simsee mit unserem tollen 220er Mercedes. Der hieß ja auch nicht A oder sonst was. Dieser hier hieß nur 220 Limousine. Ist gebaut worden 5 Jahre lang. Hatte 80 PS, ist 140 Stundenkilometer schnell gelaufen. Und ist wirklich ein richtig toller Oldtimer. Ich habe schon überlegt, ob ich den mir nicht selber kaufen soll. Weil sowas Schönes kriege ich nie wieder. Also das steht fest. Und ich habe mit so einem Auto teilweise die meiste Freude. Also der ist wirklich völlig unprätentiös, der fährt klasse, man weiß, er ist neu, das ist alles gemacht. Ihr könnt überall mit hinfahren. Und was ich ja ganz interessant finde, man hat richtig Platz in dem Auto. Der sieht von außen gar nicht groß aus, aber wie ich hier drin sitze, habe totalen Platz, die Beine haben Platz. Man hat diese schönen, hohen, weichen Sitze, man sitzt also auch hoch. Man kann toll gucken, ich sehe die Ecken von den Kotflügeln. Der ist total übersichtlich, der Wagen. Servolenkung braucht es nicht, so schwer ist er nicht. Und er ist fix, also ich war vorhin echt überrascht, wie schön der durchzieht. Aber klar, 80 PS, 6 Zylinder, 2,2 Liter Hubraum. Das war eine tolle Motorisierung, die reicht heute noch.
Schaltet sich schön. Also macht richtig Spaß zu fahren mit dem Wagen. Und er zieht auch gut ab. Also man hat überhaupt nicht die Probleme, am Berg hängen zu bleiben. Das war ja das Problem im 170er. Die Maschine war eine Vorkriegsmaschine mit 4 Zylindern und 45 oder 48 PS. Das war natürlich nicht so doll, aber der läuft richtig toll. Also man hat hier so ein bisschen noch eine Vorkriegskarosserie, aber die Technik war schon Nachkrieg und das merkt man. Das ist eine ganz tolle Maschine. Was ich auch total schön finde, ist dieser schöne große Stern da vorne. Der thront da so richtig auf der langen Motorhaube. Das gibt einem ein ganz besonderes Gefühl, was man nur Mercedes hat, aus dieser Zeit vor allen Dingen, aus den 50er Jahren. Das hier war ja so das absolute Wirtschaftswunderauto. Gab dann natürlich noch den großen 300S, aber da sind ja nur wenige 100 von gebaut worden. Für die ganzen Fabrikanten seiner Zeit, die große, also das konnte sich wirklich kaum jemand leisten. Also wer eine Familie hat und einen Oldtimer haben möchte, der hat hier genau den richtigen Wagen. Er hat Fensterkurbeln hoch und runter, E-Fenster gab es natürlich keine, aber es geht immer, also es wird einem auch nicht so heiß in so einem Wagen im Sommer, weil der sehr senkrecht stehende Scheiben hat. Denn also heiß wird es ja immer mit diesen schrägen Scheiben, wenn der Sonneneinfall direkt so auf die Passagiere kommt. Das passiert hier nicht, weil die Scheiben sind noch relativ senkrecht bei dem Auto. Er wird nie so heiß und fahren und tut er klasse. Also wer sagt, ich möchte einen Oldtimer haben und eine Riesenfreude, der hat hier genau das richtige Auto. Und er zahlt lange nicht so viel wie von 220a Cabrio. Ich glaube, den letzten Euro müssen wir hier wirklich diskutieren, wenn er uns besucht in Beuerberg, beim schönen Kaffee oder bei einer schönen Cola. Also jeder, der uns besucht wegen dem Auto, der wird absolut begeistert sein. Den kannst du ganz normal im täglichen Verkehr benutzen. Der läuft astrein, ist natürlich ein bisschen laut, die heutigen Motoren sind ein bisschen leiser, aber es ist halt ein Sechszylinder von 1953 und er läuft wirklich klasse. Also mit solchen Autos hat Mercedes seinen Ruf seinerzeit begründet. Naja, und mittlerweile sitzt er auf einem anderen Weg. Gucken, ob man sowas nochmal geregelt kriegt. Aber damals haben die richtig tolle Autos gebaut. Also das sind so die Probefahrten, die ich auch nicht so schnell vergesse. Und ich glaube, ich werde in meinem Leben sowas wahrscheinlich nie wieder bekommen, mit so einem Wagen eine Fahrt zu machen. Was ich auch irre finde, wie bequem man in dem Auto sitzt hier. Der ist ja sowas von gemütlich. Der hat ja so bequeme Sitze. Ich mache mal zu, das zieht ein bisschen. Das ist so das Auto, da hätte ich wirklich Lust, mal eine weite Reise mit dem Wagen zu machen. Wirklich Gepäck hinten rein, oben vielleicht noch einen schönen Dachgepäckträger drauf. Also groß war der Kofferraum nicht bei dem Auto, aber sowas gibt es ja. Und dann mit dem Auto mal eine richtige Reise machen. Das Schönste wäre eigentlich über den Gotthard bis nach Italien. Mit so einem Wagen geht das. Also der macht das hier. Die Sechszylindermaschine läuft wirklich super gut. Der schaltet sich klasse. Man sitzt da bequem drin. Und das Gefühl, was mir das Auto vermittelt, ist wirklich 1953. Absolut. Gute Fahrt. Das hat was Erhabenes. Also Auto entschleunigt einen auch total. Also wenn man hier Auto fährt, das ist nicht ganz so anstrengend, der Motor hat genug Kraft. Irgendwie entschleunigt einen das und gibt mir ein total gutes Gefühl. Aber mir macht das richtig Spaß, mit dem Auto hier zu fahren. Das ist absolut klasse. Ja, unsere Probefahrt neigt sich langsam dem Ende zu. Also es hat wirklich einen riesen Spaß gemacht. Man kann hier so richtig ein altes Auto einatmen mit dem 220er Mercedes. Und ich konnte jetzt noch ein paar Stunden weiterfahren. Also ich wüsste genau, ich würde mich auch gut fühlen dabei. Es macht mir echt Spaß. Er fährt mit der richtigen Geschwindigkeit. Man kann ihn technisch gut bedienen. Er ist technisch schon ziemlich modern. Er schaltet sich gut. Maschine läuft klasse. Also es ist wirklich ein schöner Wagen. Halt eben, weil er auch so toll restauriert ist natürlich, nicht weil er wirklich neuwertig gemacht ist. Das Auto kann man toll handeln und es gibt einem ein schönes Gefühl, vor dieser tollen Haube da zu sitzen mit dem ganz großen Stern da vorne oben drauf.
Also Spaß machen tut er wirklich. Selbst wenn das Auto jemand aus Hamburg kauft, in meiner alten Heimat, und 800 Kilometer nach Hause fahren muss von uns, mit dem Auto geht das. Der soll sich Gepäck mitnehmen, einmal tanken, ist mal oben in Hamburg. Der schafft das, der läuft so toll, der Wagen. Ja, unsere Probefahrt ist nun zu Ende. Hier vor uns liegt Beuerberg, ich biege jetzt rechts ab. Also das hat wirklich echt Spaß gemacht mit diesem tollen 220er Mercedes. Ja, jetzt noch mal einen kleinen Blick unter die Motorhaube. Ach ne, Moment, ich muss die Lichter ausmachen. Müssen wir immer schön auf die Batterie achten. Das ging ja damals nicht automatisch. So, jetzt sind die Lämpchen aus. Muss man dran denken. Also die Betätigungshebel, man muss einmal innen ziehen. Dann hat man den Zug bedient. Dann muss man links und rechts drunter fassen. Da sind die Hebel. Und dann hebt man das hoch und dann sieht man diesen tollen Motor. Das war das modernste, was es 1953 gab, neben dem Mercedes 300S, der ganz große. Und wie ihr sehen könnt, das ist alles neu. Das ist die Originalmaschine, er ist voll restauriert. Das befindet sich ja alles in einem absoluten Top-Zustand. Hier sind 2 große Hupen dran gebaut. Auto ist klasse und das habt ihr eben gehört, was der schön läuft, der Wagen. Also wirklich ein ganz außergewöhnliches Fahrzeug, was es nach meiner Kenntnis so am Markt nirgends gibt. Das Auto ist echt fantastisch und wir haben eben auf unserer Probefahrt viele begeisterte Leute gesehen, die zum Auto gekommen sind, die uns zugewunken haben. Das ist ein richtig schöner Oldtimer und den kann man auch richtig toll fahren. Das ist übrigens interessant. Das ist nicht ein altes Auto, wo man aufpassen muss, ob es nun geht. Zack, zu. So gehört sich das. Ja, also mit dem könnt ihr richtig fahren, den kann man richtig benutzen und das ist ein totaler Sympathieträger und außerdem selten ist er außerdem. Also liebe Freunde, das war heute wieder eine echte Rarität auf der Probefahrt, dieser wunderschöne Mercedes 220. Wenn ihr weitere echte Raritäten für mich habt, ruft mich bitte an, ich komme euch besuchen. Das ist immer was für uns, Autos im tollen Originalzustand oder super restauriert, detailgetreu. Meine Nummer kennt ihr ja, 08036 70 04. Insoweit wünsche ich euch alles Gute, euer Stefan Luftschütz, bis zum nächsten Mal. Ciao.